Langsam aber sicher wird es leider draußen zu kalt für meine Geranien. Im folgenden Video zeige ich euch, wie ich meine überwintern werde. Ich zeige euch heute einmal 3 Versionen, wie man seine Geranien überwintern kann. Die 3 Versionen haben eine Gemeinsamkeit, man muss die Geranien so oder so zurückschneiden. Als erstes wollen wir jetzt erstmal hier die Geranien zurückschneiden. Also das haben ja hier alle 3 Versionen gemeinsam. Ich weiß, es sieht jetzt echt schade aus, dass man das jetzt alles abschneidet, aber was muss, das muss. Weil sonst wäre die Verdunstungsgefahr einfach viel zu groß und dann würden wir die Geranien letzten Endes ja im schlimmsten Fall vertrocknen. Und das möchte ich ja nicht. Die sollen ja nächstes Jahr auch sich wieder richtig schön entwickeln können. Ihr schneidet die übrigens auf in etwa 10 cm zurück. Ja, hier sind meine 10 cm. Ich habe jetzt ein bisschen weniger, ist jetzt auch nicht schlimm. Aber so als Faustregel in etwa so 10 cm merken. So, leider auch hier die schönen Blüten abschneiden. Ja, muss aber jetzt sein, sonst klappt das nicht mit dem Überwintern. So, da hinten auch noch. Den Rest mache ich mal eben alleine, das wird sonst zu langwierig werden. Ja, ihr seht jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen nackiger aus. Ich habe ja auch im oberen Bereich die ganzen Blätter mit abgeschnitten. Da braucht ihr jetzt überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen. Man könnte jetzt die Geranien, so wie sie jetzt hier bei mir am Stehen sind, nehmen und dann stellt man die jetzt einfach in seine unbeheizte Garage zum Beispiel. Die brauchen übrigens auch immer Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad, also das ist dann wirklich das Optimalste für die Pflanzen. Hätte ich jetzt meinen Topf in der Garage stehen, bitte dran denken, ihr müsst den dann gelegentlich doch mal ein bisschen Wasser geben, weil der Worst Case wäre jetzt letzten Endes, ich vergesse die jetzt den Winter über, gieße da überhaupt nicht und dann vertrocknen mir die Schätzchen. Geranien können zwar in den Stängeln ordentlich Wasser auch erstmal speichern, aber ich sag mal, die sind ja jetzt so in etwa ein halbes Jahr, ja, oder sagen wir mal 5 Monate mit Sicherheit in der Garage und dann muss man die wirklich auch gelegentlich mal gießen. Ich würde sagen, alle paar Tage mal kontrollieren, wie nass oder feucht ist das Substrat denn letzten Endes noch. Weil ihr könnt leider auch zu viel gießen und dann würden die wiederum vergammeln. Ne? Aber dann kommen wir jetzt mal zu der zweiten Version. Das ist jetzt die Version, die ich jetzt dieses Jahr machen werde, weil dieser Topf wird benötigt für eine Herbstbepflanzung, habe ich vorhin noch erfahren. Und das hier war jetzt auch die Version, so hatte ich das jetzt Jahr für Jahr immer gemacht. Bei der zweiten Version nimmt man seine Geranien jetzt hier einfach aus dem Topf hinaus. So, ich mache das jetzt mal eben schon mal vorab. Ich könnte euch im Prinzip jetzt alle schon mal hinausnehmen. Ich hatte die auch dieses Jahr einmal umgepflanzt, deswegen ist da jetzt nicht so viel Wurzelmasse vorhanden, also nicht wundern, weil das sind letzten Endes gerettete Geranien. Ich rette ja total gerne Pflanzen. So, den Topf stelle ich mal eben beiseite und dann geht es gleich direkt weiter. Wobei ich mache ja eh einen Videoschnitt, dann ist das ja für euch direkt weiter. Im nächsten Schritt jetzt die Geranien weitestgehend von der Erde befreien. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass hier jetzt noch ganz viele feine Wurzeln vorhanden sind. Ne? Wenn jetzt hier wie in diesem Fall nicht mehr abgeht von der Erde, dann lasse ich das jetzt auch auf jeden Fall dran. Also jetzt nicht hier irgendwie abreißen oder so, weil diese ganz feinen Wurzeln, die sind jetzt enorm wichtig für die Pflanze. Sonst können die nämlich auch wiederum kaputt gehen. Ne? Also so viel Erde abmachen, wie von alleine abfällt, aber nicht dran rumreißen oder sonstiges. Dann nimmt man sich als nächstes einen Gefrierbeutel. Also auf die Version bin ich persönlich jetzt auch mal ein bisschen gespannt, weil ich hatte die halt ansonsten immer im Topf direkt überwintert, aber die Familie will ja unbedingt den Topf gerne haben für die Herbstbepflanzung. Man nimmt sich jetzt einfach die Geranien. So, und was habe ich vergessen? Ein bisschen Schnur. So, ich habe doch hier irgendwo wieder Schnur. Muss ich mal eben suchen, kleinen Moment. Ich habe jetzt natürlich keine Schnur gefunden. In meinem Fall, ich nehme jetzt ein bisschen Draht. Wichtig ist letzten Endes, dass das hier oben verschlossen wird. Jetzt natürlich jetzt nicht so stramm ziehen, dass ihr die Pflanze erwürgt. Ne? Also das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten. Und letzten Endes hier mit meinem Draht ist eigentlich gar nicht mal verkehrt, weil die Pflanzen werden nachher aufgehangen. Ich könnte mir hier im Prinzip schon mal so eine Öse mit dran rumfummeln. So, das machen wir jetzt mal eben. Ich zeige euch das jetzt noch einmal. Zack, Geranien nehmen, ab in den Beutel. So, ist das okay. Schnur oder halt wie bei mir jetzt Draht nehmen und hier oben schließen. So, gehen wir zweimal drumherum. Sonst habe ich immer zu viel Draht, jetzt habe ich einen Tacken zu wenig, aber ist nicht schlimm. Ich kann mir immer noch eine kleine Öse formen. Okay, das hätten wir, ne? Die anderen beiden Geranien, das machen wir gleich übrigens anders. Woran ihr jetzt auf jeden Fall denken müsst, hier müssen ein paar Luftlöcher rein.
Sonst ist ja einfach zu viel Feuchtigkeit in dem Beutel vorhanden. Und dann können sie verfaulen oder halt vergammeln oder da kann sich ein Pilz bilden, was auch immer. Ne? Also hier so ein paar Luftlöcher reinpieksen, damit die überschüssige Feuchtigkeit letzten Endes auch entweichen kann. So, machen wir jetzt bei dir hier auch. Zack. Kann man natürlich auch mit einer Schere durchpieksen, das ist egal. Zack, zack. Und dann werden die kopfüber nachher so aufgehangen. Irgendwie wird das dann auch total witzig aussehen. Hat jetzt auch den Vorteil, angeblich muss man sich ja wirklich nicht mehr drum kümmern. Diese Version, mein Gott, ist jetzt für mich auch das erste Mal. Wir werden dann leider erst nächstes Frühjahr sehen, ob das geklappt hat bei mir oder nicht. Weil, ich erwähne es jetzt nochmal, ich hatte immer die Version gemacht, wo ich die Geranien halt in ihrem Topf lasse. Dann gibt es noch eine andere Version, oder es gibt eigentlich noch eine Version mit Zeitungspapier jetzt einfach umwickeln, könnte man jetzt auch machen. Aber diese Version, die interessiert mich jetzt persönlich am meisten. Da dann auch, ja, ich sag mal, so viel Erde entfernen wie geht, weil bei dieser Version sollen die schon fast wurzelnackt sein, die Pflanzen. Bedeutet, die Erde sollte schon fast, ja, weg sein, ne? So, mehr mache ich da jetzt aber nicht ab. Und dann packt man die einfach in einen Karton. Und bei allen drei Versionen, die kommen dann immer in einen unbeheizten Raum. Ne? Das ist so oder so für alle 3 Versionen. Zwischen 5 und 10 Grad im optimalsten Falle. Die sollten auch nicht zu dunkel, aber auch wiederum nicht zu hell stehen. Ja, so würde ich die jetzt lassen, oder ich lasse die jetzt auch gleich natürlich so. Und die lege ich jetzt wirklich einfach mal in einen Karton. Da kommen dann auch zum Beispiel meine Cannas rein. Waren das Cannas? Ja, die kommen da auch so rein. Oder die Ingwerwurz könnte man auch dann dementsprechend so überwintern. Einfach in den Karton rein und dann letzten Endes gar nichts mehr machen. Aber ob das funktionieren wird, also hier diese Tütenversion, also da denke ich schon, dass das auf jeden Fall klappen wird. Da bin ich jetzt ja auf jeden Fall guter Dinge. Aber diese Version, die einfach jetzt wirklich in den Karton reinlegen und gar nichts mehr machen, also da bin ich echt mal gespannt, ob das klappen wird. Das hier interessiert mich wirklich am meisten, ob die nächstes Jahr noch, ja, letzten Endes wachsen werden oder ob sie letzten Endes kaputt gehen, ne? Aber mal abwarten und Tee trinken. Ich habe mich jetzt doch noch dazu entschlossen, bei dieser Version, die jetzt gleich einfach in einen Karton hineinkommen. Ich werde doch die ganzen Blätter vorsichtshalber mal abschneiden. Außer hier diese ganz, ganz kleinen, ja, ich sag mal Babyblättchen. Weil ich traue dem Braten nicht so richtig. Ich könnte mir vorstellen, ja, wenn da so viele Blätter letzten Endes noch dran sind, dann verdunstet ja noch mehr Wasser über die Blätter wiederum. Deswegen, ich nehme das jetzt hier mal lieber alles weg. Sicher ist sicher. Aber müssen wir jetzt leider ein paar Monate warten, bis wir dann das Ergebnis letzten Endes sehen werden. So. Ja, so fühle ich mich irgendwie ein bisschen wohler damit. Auch hier diesen langen Zickzack nochmal eben einkürzen. Weg damit. Ja. So gefällt mir die Sache jetzt besser. Ich suche mal eben einen Karton dafür und die anderen hängen wir jetzt schon mal auf. Also ich finde, das hat was, ne? Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus und so bleiben die dann bis nächstes Frühjahr bei mir hängen. Habt ihr jetzt doch ein bisschen anders aufgehangen, als ich erst geplant hatte. Ich habe ja hier Nägel in der Wand, dann habe ich einfach die Tüte da über den Nagel gezogen. Geht ja dann letzten Endes auch viel einfacher so, als dass ich mir jetzt hier mit dem Draht irgendwas zurechtgefrieren mit hätte. Was mich dann noch viel mehr interessieren wird, was passiert mit dieser Version. Die bleiben jetzt hier wirklich so in diesem Karton, wie sie sind. Da mache ich jetzt gar nichts mehr dran. Denkt auch bitte immer daran, wenn eure Pflanzen relativ hell und warm stehen sollten, dann benötigen die auch mehr Wasser, als wenn sie wiederum kühl und dunkel stehen. Also dann weniger gießen. Letzten Endes beobachtet immer eure Pflanzen, kontrolliert sie regelmäßig und wenn es euch bei mir gefallen haben sollte, könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr alle Videos von mir angezeigt und wer möchte, entweder den Daumen rauf oder runter. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!